Euramobil. Diesmal auf Mercedes-Benz Sprinter W907 und 910. Und es ist wirklich sensationell, was man hier daraus machen kann. Denn ich sag mal, die Fahrzeuge sind wirklich innen sehr, sehr edel. Man spricht hier schon deutlich über 100.000 Euro. Und man sieht es aber auch. Man sieht's. Guck mal durch und sag deinen Spruch. Nee, den sage ich jetzt nicht. Warum nicht? Weil es mir gefällt. Es gefällt dir? Ja. Das erste Mal im Leben, dass ich dich dazu bekommen habe, dass dir etwas gefällt. Warum gefällt es dir? Es ist sehr, die Mischung aus warmen Tönen und kalten Tönen ist gut gemischt, Ja, oder? finde ich gut. Das Polestar gefällt dir? Moment. Ja, finde ich auch ganz gut. Findest du auch gut? Ja. Das ist krass. Wir haben sie zum ersten Mal glücklich gemacht, die Simone, hier auf der Messe. Denn das Coole hierbei ist... Ich würde sagen, wir filmen ja das Falsche. Wir filmen ja nicht das, was mir gefällt. Achso, wir filmen immer nur das, was günstig ist, was den Leuten gefällt und so weiter und so fort. Aber wenn du mal kurz links neben mich kommst, dann kann ich das Ganze ja mal ein bisschen beschreiben. Wir haben ja ein besonderes Fahrzeug, wir haben eine Alderheizung mit drin, eine Warmwasserheizung an der Seite. Also wenn Leute, die zugempfindlich sind, Probleme damit haben, damit hast du das nicht. Okay. Alde kennst du ja schon, oder? Ja. Mit den Heizkörpern an der Seite. Also keine Luftheizung, sondern ein warmes Wasser mit Kollektoren. Dann, wenn du mal von vorne guckst, ein schwarzes Fahrerhaus hier mit drin. Finde ich echt schick. Von Gut. außen sieht das super aus. Ist noch kein LED mit drin, aber gut, kann man ja wahrscheinlich optional mit dazu kriegen. Hier an der Seite siehst du, da sind die Full-LED-Scheinwerfer mit drin. Wahrscheinlich steht hier nochmal ein anderes Preisschild mit dran, wie du bist. Aber er ist ziemlich lang und steht so eigentlich ganz gut da. Und ist natürlich gerade das Mercedes-Benz-Fahrerhaus im Moment ziemlich umkämpft. Ja. Wir haben das ja gesehen, es gibt ja bei Pepper, Weinsberg, die ganzen Mercedes-Benz-Fahrerhäuser mittlerweile für 70.000 Euro. Natürlich nicht mit diesen hochwertigen Grundrissen, die du mit dabei hast. Hier hast du Carbonoptik mit dabei. Du hast wirklich eine edle Verarbeitung. Das Ganze ist wirklich sensationell mit der Alderheizung hier mit drin. Carbonoptik, die gefällt mir auch mal sehr, sehr gut. Gut, du musst immer wissen, dass solche Aufkleber, gerade in Schwarz, die werden nicht so alt. Also ist so nach ein paar Jahren, geht da der Weichmacher raus. Nee, das darf vom Transport wahrscheinlich. Also das ist nicht das Problem, aber du siehst hier oben schon, also die kleine Ecke, die kommt schon so ein bisschen ab und so. Und die werden halt sehr, sehr heiß. Die Weichmacher gehen raus und dann musst du irgendwann die Aufkleber tauschen. Ja, das gut. geht nicht anders. Das ist halt blöd. So, unten ist foliert, das sieht man sehr schön an der Seite und ja, sehr schick. Und wir gucken uns mal das Heck an, dass wir das mal ganz kurz sehen, wie das Ganze ist. Contura, 5 Sterne. Das ist der Blick aufs Heck und auch da hast du so richtige Linermaße. Du hast eine Double-Shutter-Kamera, du hast einen Mercedes-Stern hier hinten drauf, 5 Sterne Contura und das sind die Heckleuchten. Die sind hier nochmal richtig schick, also ganz Mercedes-Benz-like. An der Seite GFK, woran erkennt man GFK? An der Struktur? Der Struktur. Du kannst so ein bisschen, es ist ein bisschen uneben, dass du hier drauf hast, siehst du? Es spiegelt sich so ein bisschen, also Heck ist GFK, Seite ist GFK, Ja. Fahrerhaus ist Blech. Ah, Blech. Okay. Nee, ist ja ein ganz normales Fahrzeug. Guck mal hier, da ist der Mercedes-Stern, also ein ganz normales Führerhaus. Und die Frage ist ja, gerade das, wenn du dich da jetzt reinsetzt, das ist wirklich Kastenwagen-like und lässt sich wirklich sehr, sehr einfach fahren, weil du keinen vollintegrierten hast. Unterschied vollintegrierter, teilintegrierter, zeig mal einen vollintegrierten. Boah, da hast du mit dem nackten Finger drauf gezeigt. Da vorne ist er. Stimmt. Was ist ein vollintegrierter? Schaut euch das Video zur Grundlagenforschung an, da wird es genauer erklärt. Das ist genau erklärt. Also beim Teilintegrierten habt ihr das Original-Fahrerhaus, hier in dem Fall Mercedes-Benz habt ihr vorne drin. Ihr habt auch die Originalkabine und beim Vollintegrierten ist das alles umbaut. Und man kann auch gar nicht sehen, was drunter ist. Hier ist wahrscheinlich ein Fiat drunter und hier wahrscheinlich ein Mercedes-Benz. Wer hätte gedacht? Ja, wer hätte es gedacht, ja. Ich zeig's mal gerade nochmal hier. Spaß beiseite, wir gehen mal rein. Es gibt einige Dinge, die anders sind. Also Leichtbauarchitektur, 70 Kilo weniger Gewicht, steht hier drin. Neue Bodenplatte, neuer Oberboden. Möbelqualität, gut, das sagen alle, dass sie gut sind. Holzfreie Wände, das haben wir eben schon gesagt, mit GFK. Und der beheizte Doppelboden, das ist ein Doppelboden mit drin. Und das ist natürlich ganz besonders. Ein zusätzlicher Stauraum, der Keller des Wohnmobils mit Fußbodenheizung-Effekt. Sven, sag mal, ist ein Doppelboden immer über das gesamte Fahrzeug oder ist das wirklich nur ein Teil des Fahrzeugs? Weil das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon öfter. Wir können das ja mal prüfen. Also wenn du siehst, Das ist jetzt komplett hier. wie kommst du da drauf? Was denkst du? Ja, sieht man eigentlich, weil hier
da kommt wahrscheinlich Luft raus und das ist eben der Doppelboden, das ist der zweite. Das ist der Doppelboden. Du kannst es aber an noch was festmachen. Guck mal hier, wenn du mal siehst, da links neben dem Schild guckst, ja, und da ist ja jetzt hier die Klappe, wo du deine Jacke eingeklemmt hast. Ah ja. Und die ist tiefer, siehst du? Ja. Und da geht es auch noch mal tiefer. Also ich behaupte mal, dass dieser Doppelboden bis zum Beginn des Fahrerhauses durchgezogen ist. Und dadurch hast du natürlich in Verbindung mit der Warmwasserheizung von Alde wirklich diese Fußbodenerwärmung und keine kalten Füße. Ja, aber es gibt ja auch Fahrzeuge, wo das nicht durchgängig ist, oder? Der Doppelboden. Ja, das haben wir gezeigt, bei Bimobil zum Beispiel. Da war ein Teil jetzt gerade eben. Also ansonsten ist Bimobil immer Doppelboden. Ja. Und das kleine... Oder nur teils? Es gab eins, da war es ein kleiner Teil hinten, beziehungsweise da war die Heckgarage nur da, aber das war eine Ausnahme. Ansonsten immer Doppelboden, zum Beispiel Concorde Morello immer Doppelboden, Carthago fast immer Doppelboden. Also das ist mit drin. 136.570 und man darf keine Äpfel mit Birnen vergleichen. Also das ist immer ganz wichtig, dass man, wenn sagt, okay, hier ist ein Doppelboden mit drin und das ist eine ganz andere Bauweise. Du hast einen ganz anderen Wärmeeffekt mit drin, der Boden ist beheizt, alle Tanks sind im isolierten Doppelboden drin. Und das ist natürlich sensationell. Du hast also wirklich dann einen ganz anderen Komfort hier mit drin. Ja. Das erklärt auch den Preis. So ist es. Guck mal hier, da ist ein Spindelmotor mit drin. Siehst du den hier? Der drückt dieses Teil hoch. Das heißt, du kannst dieses Teil hier nochmal runterfahren und hochfahren. Mal gucken, ob es hier irgendwo einen Schalter gibt. Du weißt ja, wer Bedienungsanleitung liest, ist nur zu faul. Ja, und zu suchen. Zu suchen? Nee, da ist eine Steckdose 12 Volt. Aber es kann auch sein, dass sie das für den Messebetrieb deaktiviert haben. Auf jeden Fall kannst du dieses Bett rauf und runter fahren. Du weißt warum? Wahrscheinlich, um halt hier mehr Platz zu haben. Für? Fahrräder. Fahrräder. Das heißt, du hast einen bequemen Betteinstieg, wenn du es runterfährst. Kannst es hochfahren, dann ist der Betteinstieg ein bisschen höher. Ja. Und damit kannst du Fahrräder reinmachen. Genau. 5 Sterne. Ganz kurz zu dem Doppelboden. Warum ist es so unbedingt teurer? Also weil man halt mehr Material braucht oder weil... Viel aufwendiger. Das heißt, du musst unten den Boden bauen, du hast den Zwischenboden mit drin. Das Ganze hat noch eine Zwischenkonstruktion. Du baust natürlich nicht so viele Wohnmobile und deswegen ist das hier eher dann, ich sag mal, eine Einzelmaßnahme. Guck dir mal das Bett an, was hat das für ein Format? Wie heißt das? Lass mich kurz überlegen. Queensbed? Queensbed, hey! Du bist eingestellt, bist du eh schon. Ich zeig's mal gerade. Das ist das, was dir wirklich gut gefallen hat. Ähnlich wie bei Carthago, eine sehr, sehr cleane Optik, muss man sagen. Der Boden fast schon ein bisschen 60er-Jahre-Style. Ja. Also dann die Ich finde, man merkt schon, dass das Hauptklientel, denke ich, älter ist. Also ich glaube, wenn ich jetzt viele meiner Freunde fragen würde, die würden sagen, weiß nicht. Also du stellst die Frage falsch. Du müsstest sagen, ihr könnt dieses Reisemobil geschenkt haben. Wollt ihr es haben, ja oder nein? Und findet ihr es gut? Fragezeichen. Ja, okay, dann würde ich es auch nehmen. Da würdest du freudestrahlend sein und sagen, das sieht aber toll aus, oder? Ja, schon. So, und dann Queensbed, da haben wir gelernt, ganz normaler Einstieg. Und was ist beim Queensbed immer halt auch viel Platz weg. Findest du? Ja, also, ja, schon. Aber es ist halt Komfort. Oh, finde ich gar nicht. Also ich finde das sensationell klein. Also den Platz, den es wegnimmt. Ja. Das Bett selber ist natürlich immer toll. Das Bett selber schon, aber hier hat man ja sehr viel Raum, der verloren geht. Aber wie gesagt, wenn man das halt mag, ist es super. Ganz ehrlich, es fühlt sich an wie ein Bett zu Hause. Ja, das stimmt. Wenn du mal gerade hier auf die Seite gehst, dann film mich mal ganz rein und zeig das mal. Du kannst nämlich das Bett einfach von der Seite begehen, musst nicht irgendwie draufkrabbeln. Ja. Das ist wie zu Hause. So, und mal ganz ehrlich, Matratze ist gut und wir haben fast 1,80 Meter hier mit drin und das ist meines Erachtens mehr als ausreichend. Also wirklich ein sehr exklusives Fahrzeug mit Kleiderschrank auf der linken Seite. Ist auch mit drin. Lampen hier mit drin. Die Alde-Heizung, die sieht man hier gar nicht. Siehst du, da sind die Heizkörper, die kommen da raus. Mhm, genau. Dann hast du hier USB mit drin, Steckdose mit drin. Die Belederung hinten, guck mal, wie schön das ist an der Seite. Das ist so Hotel-Look, oder? Nee, das ist aber, glaube ich, so sanft, nicht so, wie nennt man das, nicht Glattleder, sondern... Velour, praktisch so ein, das ist Mikrofaser. Ja. So, dann Schränkchen an der Seite, große Fenster, die Verdunklung ist wirklich wie im Hotel. Ordentliche Scharniere. Mhm. Auch da hat man nicht gespart. Ja. Finde ich auch mal eine coole Lösung, diesen Schrank so in die Ecke zu machen. Warum? Ist ja für ältere Leute, wie du gerade eben gesagt hast. Du bist voll fies. Du guckst mich an und wenn ich irgendwas cool finde, sagst du, ja, ich bin ja ein bisschen jünger und das ist ja hier für ältere Leute. Und dann habe ich gesagt, ich bin ja älter. Ich bin jetzt 44, ich bin die Zielgruppe, verstehst du? Es ist ja oft so, weil hast den Preis gesehen, ja. Wer hat denn mit 23 wie du 100 und was war's?
30 Euro oder 130.000 Euro. Nee, hat fast niemand, das stimmt. Hat fast niemand. Eine Dusche hat's auch. Komm, wir gucken mal in den Doppelboden rein. Das kannst du ja wunderbar sehen. Dass wir das sehen. Hier sind nämlich, ja genau, den kannst du einfach so aufklacken. Siehst du den, da ist so geriffelt, dann kommt das hoch und dann kannst du es hochziehen. Und da ist der Doppelboden mit drin. Und das ist wunderbar, weil der ganze Boden wird warm. Ja. Und die Füße werden dann nicht so kalt, wie wenn du direkt auf dem Boden rumhängst. Und jetzt gehe ich noch mal rein und du kannst jetzt hier sehen, die Dusche ist ein bisschen eingeklappt. Deswegen ist dieser Platz jetzt auch da, dass du dich optimal bewegen kannst hier in der Dusche. Das ist wirklich toll. Also halt hier auch der Platz. Hat man selten. So, und hier ist der ältere Leute Marmoroptik hinten drin. Ich glaube, du magst ja eher die Studenten-WG Fleischerei Fliesenoptik, oder? Absolut. Ich finde das totschick, ganz ehrlich. Ja, ich finde es auch schön. Ich mag nicht mehr mit dir kämpfen. Du musst ab jetzt alles gut finden. Du musst sagen, ey, das ist total klasse. In 40 Jahren gefällt mir das auch, musst du sagen. Ja, das sage ich jetzt, genau. Okay, wissen die jetzt. So, also es ist echt schwer, Simone zufriedenzustellen. Das ist so, bitte mal Tür öffnen. Wow. Das ist ein Raumbad. Wie wow, das kann doch gar nicht sein. Doch, schön. Oder hast du es jetzt gespielt? Nee. Das gefällt dir. Gefällt's mir. Das ist übrigens so ein Aldeheizkörper. Guck. Mhm. Ja, cool. Nee, doch, gefällt mir. Wirklich. Du bist total unglaubwürdig jetzt, ja. Genau, geh mal rein, setz dich mal aufs Klo. Gefällt mir wirklich. Ich finde das Waschbecken schön. Das ist voll... Ja, ist klar. Nee. Ja. Gut, machen wir beim nächsten Video darfst du mal neu anfangen. Hier oben drauf ist noch ein Schränkchen, guck mal. Ja. Das ist ordentlich. Dann hast du hier Tedford-Toilette. Klopapierabroller hast du schon gefunden? Ja. Da, warte mal. Okay, das lasse ich zu. Wie gesagt, das kann man gelten lassen. Hier drunter ist noch eine... Nee, ist keine Schublade. Wenn du da mal gerade hoch machst, vielleicht ist unter Bett noch irgendwas, was wir irgendwie zeigen können. Ja, guck mal da. Das ist ja mal richtig viel. Ja. Du weißt, was der rote Schalter ist? Irgendwas mit einer Batterie. Und was könnte es sein? Hauptschalter. Okay, Hauptschalter. Hab ich doch gesagt. Das haben die nicht gehört. Du musst jetzt so tun, als wärst du selber drauf gekommen. Ja, Hauptschalter ist es. Sehr schön. Ganz An der Seite nochmal Fächer. Also da hast du riesen viel Platz. Und auch die Seiten, die sind zugänglich. Ja. Gasdruckfedern mit drin. Okay. Auch mal noch kurz. Boah, das ist viel. Ja. Und das auf beiden Seiten. Da hast du nochmal richtig Platz drin. Ja, das stimmt. Also müsst genau hinschauen. Wenn ihr Reisemobile vergleicht, nicht gleich auf den Preis gucken und dann irgendwie rum machen. Hier ist ein Mercedes-Benz, ist hier mit davor. Dann hast du eine ordentliche Matratze mit drin. Du hast ein Queensbett mit dabei. Einfach runterdrücken. Und wirklich eine schöne, große, geräumige Dusche. Bad ist das Highlight für mich. Das Bad ist das Highlight. Ja. So, jetzt gehen wir mal nach vorne. Denn was bringt das beste Reisemobil, wenn man nicht ordentlich kochen kann? Was mir gut gefällt, ist hier die Mineralstoffplatte. Die gefällt mir auch sehr gut. Die ist extra hier für das Wohnmobil natürlich gefertigt. Nichts von der Stange, was irgendwie kommt. Das ist hier eingefräst. Das Licht ist ein schönes Detail. Macht es, glaube ich, abends vor allem sehr gemütlich. Was ich cool finde, ist hier, guck mal hier, diese Nut, die hier eingefräst ist. Die läuft... Wie Kellogg's. Nee, guck mal hier, die Nut, hier. die läuft da runter und die läuft dann da rein, ins Waschbecken, siehst du? Dann läuft hier das Wasser nicht so schnell raus, ja. Auch hier vorne, 3 Flammen Kochfeld. Ich schätze, ja. Du bist ja nicht die große Köchin, oder? Nee, ehrlich gesagt nicht so. Die Mikrowelle ist mein Freund und der Gefrierkühler, nehme ich an. Das ist So. eine Dunstabzugshaube. Die ist mit drin und hier haben wir große Sitzecke mit drin Auch der Tisch ist sehr hübsch. mit Hochglanzoptik. Guck mal hier, wie im Schiff sieht es hier Ich aus. suche jetzt alles, was mir gefällt, dass du das nicht sagen kannst. Aber wenn ich sage, es gefällt mir, gefällt es mir auch. Das ist krass, hier stand eben kein Mensch da und kaum sind wir hier drin, filmen das Ganze. Was denken die Leute? Oh, das muss was Besonderes sein. Muss was ganz Schlimmes sein, ja, was hier drin ist. Aber mir gefällt's. Große Schränke sind mit drin, also viel Leder ist mit drin, der Baldachin ist beledert. Alles ist hier ganz, ganz edel. Das ist übrigens die Messebeleuchtung, also nicht wundern, warum es hier so hell ist. Aber das wollen die halt haben. Und also schickes Reisemobil, großes MBOX drin. Also Entertainment, es heißt übrigens, MBOX heißt, es ist das Mercedes-Benz User Experience. Alles klar. Die Benutzererfahrung. Mach mal oben drauf, was ist da? Schwarze? Boah. Cool. Dunstabzugshaube. Dann der was- ganz große, guck mal hier, Via Morello. Ohne Spaß, alles, was das Kocherherz begehrt. So, der Tedford Tower mit Ofen drin. Backofen.
Kühlfach. Gefrierfach und alles ist mit dabei. Wir sind durch, die Leute warten hier schon, möchten rein, denn das ist eins der besten Reisemobile, die Euromobil im Jahr 2023 gebaut hat. Wir sind extra angereist, der Contura CT 766 mit Queensbett und das Queensbett lässt sich an- und abheben, damit die Fahrräder optimal transportiert werden können. Sensationell, kostet zwar ein bisschen was, aber für 107.500 € eins der schönsten Reisemobile auf dem Universum. Tschüss, vielen Dank fürs Einschalten. Ciao, ciao.